Moin meine Freunde, mein Name ist Darian und ich freue mich, dass ihr euren Weg zu mir zurückgefunden habt, denn ich habe etwas verloren. Meine Stimme. Ihr hört es, ich bin ein bisschen heiser, ich komme gerade von einer 5-tägigen Gamescom und es war eine unglaublich coole Zeit und ich bin sehr, sehr dankbar, diese Zeit erlebt zu haben. Bedanken möchte ich mich bei allen Leuten, die mich am Stand von Stalker 2 besucht haben, aber auch die Leute, die quasi digital über Instagram, Facebook und alle anderen Plattformen mit dabei gewesen sind. Das war unglaublich super. Müsste ich die Gamescom von einer Skala von 1 bis 10 bewerten, würde ich hier glatt eine Kai Rosenkranz hat meine Gothic 1 Erstauflage signiert geben. Und ich habe als Walking Act für Stalker 2 am GSC Game World Stand gearbeitet. Unterm Strich also ein unglaublich cooles Event. Darüber hinaus habe ich nicht nur die obligatorischen Remakes angezockt, Gothic Remake, Age of Mythology Remake, sondern auch natürlich Stalker 2 und ich habe ein bisschen in der Indie-Area rumgestöbert. Ne? Ihr wisst, ich habe ein großes Herz für Indies, viele meiner Lieblingsspiele sind auch Indie-Titel, Valheim zum Beispiel, so ein ganz klassischer Fall und da lohnt es sich immer wieder reinzuschauen und die Indies zu supporten. Ich habe eine Menge gesehen, unter anderem Pioneers of Pagonia. Was ich nicht gesehen habe, war Zero Sievert. Und warum ich Zero Sievert vermisse und warum ich denke, dass Zero Sievert auf jeden Fall mal auf der Gamescom zu sehen sein sollte, gerade für Stalker-Fans, das zeige ich euch in diesem Video. Ja, und da sind wir. Wir sehen, es ist ein Top-Down-Shooter. Wir kennen das Ganze ja schon aus Hotline Miami oder den alten GTA-Spielen. Und auch dieses Spiel bedient sich eben dieses Konzeptes. Ihr werdet relativ schnell merken, das Game hat Parallelen zwischen Escape from Tarkov und Stalker. Stalker, weil das Universum sehr stalkerisch anmutet. Escape from Tarkov, weil das Gameplay sehr Escape from Tarkov-lastig ist. So haben wir beispielsweise in diesem Bunker, in dem wir uns befinden, einen eigenen Teil, den wir ausbauen können, mit Stationen aufrüsten können, die uns unterschiedliche Boni geben. Beispielsweise kann eine Krankenstation dafür sorgen, dass wir schneller heilen und Medicals herstellen können. Eine Küche ermöglicht uns das Produzieren von Lebensmitteln. Ein Schießplatz sorgt dafür, dass wir unsere Waffenskills schneller skillen. Und ein Munitionstisch gibt uns Schrottmunition, die wir verwursten können, um neue Munition damit zu craften. Das alles entsteht hier in dieser Werkbank. Was in dieser Werkbank auch entsteht, und das ist eine der absoluten Stärken dieses Spiels, man kann die Waffen modifizieren. Man kann sie nicht nur im Inventar modifizieren, nein, alles, was du in der Lagerkiste hast, kannst du auch direkt dort modifizieren. Und auch die Ersatzteile daraus ziehen. Das heißt, du musst nicht jede Waffe an Mann haben und alles ins Inventar ziehen, wenn du beispielsweise deine Waffe aufpippen willst. Schauen wir uns zum Beispiel mal hier die umgebaute VSS an. Wir könnten hier verschiedene Scopes draufsetzen. Wir können verschiedene Frontgriffe nutzen mit unterschiedlichen Stats. Wir können unsere Waffen hier weitestgehend customizen. Das ist eine nice Sache. Und zwar können wir unsere Waffen an den Spielstil anpassen. Wollen wir lieber snipen, dann können wir uns Sturmgewehr mehr bis Richtung DMR ausbauen. Wollen wir im Nahkampf unterwegs sein, bauen wir unser Sturmgewehr eher auf Schnelligkeit und Mobilität aus und weniger auf Reichweite. Das alles machen wir in unserem Versteck. Und in unserem Versteck haben wir auch natürlich unsere gesamte Beute, die wir looten. Also es ist eigentlich pretty much wie Escape from Tarkov. Wenn ihr EFT gespielt habt, dann kennt ihr das Ganze. Mein Lager ist jetzt schon relativ gefüllt, hängt damit zusammen, dass ich da ein paar Stunden in dieses Spiel schon reingesteckt habe, bevor ich natürlich ein Video mache, in dem ich darüber was erzählen will. Viel kann ich euch aber gar nicht zur Geschichte erzählen. Du wirst in diese Welt reingeschmissen und in dieser Welt gibt es ein apokalyptisches Szenario. Und wie viele apokalyptische Szenarien hat dieses Szenario was? Mit Radioaktivität, mit Atomkraftwerken, mit einer komischen Organisation und Geheimlaboren zu tun. Die Story bekommen wir tatsächlich über die Questline so ein bisschen zusammengepuzzelt, Stück für Stück. Und ich bin noch nicht mal so weit, dass ich sagen würde, dass ich einen guten Durchblick habe. Und natürlich habe ich aber dennoch Progress gemacht. Und zwar habe ich eine ganze Reihe Quests gemacht und noch eine ganze Reihe Quests offen. Mein Charakter hat hier allerlei Abenteuer schon erlebt. Und darüber hinaus hat mein Charakter schon seine ersten Skills. Anfangs gibt es Stärke und Beweglichkeit. Diese beiden Skills kann man aber skillen und ausbauen und dann im Nachhinein eine Spezialisierung auswählen. Wie zum Beispiel hier das Maultier, das ich einfach mehr tragen kann. Ich bin relativ lootgeil in solchen Spielen. Ich will möglichst viel aus diesen Runden mitnehmen. Und dementsprechend habe ich alles auf Gewicht gesetzt. Darüber hinaus natürlich Stealth. Ich trage selten schwere Ausrüstung. Ich muss Damage machen, ich muss unerkannt bleiben. Stealth Sniper ist the way to go für mich. The way to go sind auch die Waffenperks in diesem Spiel. Und zwar skillt ihr die Waffenperks, indem ihr die Waffen einfach benutzt. Das heißt, ihr benutzt beispielsweise euer SMG und könnt euch dann Perks aussuchen. Und ich entschließe mich dafür, einfach mal den Notsprint zu nehmen.
Einerseits, man kann das nachher noch ändern. Ich bleibe beim Notsprint. Man sieht, ich habe hier schon so einige Sachen ausprobiert. Aktuell läuft SMG ganz gut. Hängt damit zusammen, dass ich gerade Quests habe, wo ich Gegner Horden bekämpfen muss. Da ist mein Hauptgewehr nicht so geil. Und hier habt ihr noch einmal den Bauplan von eurem Lager mit den einzelnen Stationen, die ihr ausrüsten könnt. Und natürlich zum Schluss Beziehungen. Eure Beziehungen ermöglichen euch entsprechende Ausrüstungsgegenstände bei den jeweiligen Fraktionen zu kaufen. Auch das kennen wir von Escape from Tarkov. Dieses Spiel ist quasi Escape from Tarkov, nur mit dem feinen Unterschied. Es ist auch spielbar, wenn euer PC literally eine alte Möhre ist und mit Diesel betankt werden muss, um überhaupt funktionieren zu können. Bevor ich jetzt noch mehr über die ganzen Features des Games verliere, würde ich sagen, wir machen einfach mal eine Quest. Und dafür verreisen wir ins Jagdgebiet. Und zwar ins improvisierte Lager. Das Schöne hierbei ist natürlich, wir reisen ökologisch mit der Bahn. Naja, Kohle nicht ganz so ökologisch, aber auf jeden Fall kommen wir mit dieser Bahn, im Gegensatz zum Real Life, tatsächlich auch am Ziel an. Und unser Ziel ist das improvisierte Lager. Wir sehen, die Grafik ist recht liebevoll. Klar, es ist eine Pixelgrafik, das mag nicht jeder. Ich persönlich finde es schön, auch dass alles animiert ist. Es gibt eine Menge zu sehen und die Welt wirkt doch recht lebendig. Das ist die Karte, die wir haben. Auf der können wir uns weitestgehend frei bewegen, mit allen Gefahren, die sie hat. Und wir wollen zur Radarstation in dieser Runde, um in der Radarstation das Labor zu besuchen. Das wird hier sein. Und da gehen wir jetzt mal hin. Hier unten haben wir ein schönes kleines Anomalienfeld. Da gibt es auch immer solche schönen chemischen Kristalle zu looten. Na, wir erinnern uns, auch das hat ein bisschen was mit Stalker zu tun, das Looten von Artefakten. Das Ding ist, ich habe da gerade gar keinen Bock reinzugehen, weil ich garantiert unaufmerksam bin, in irgendeine Anomalie reinlaufe und mir meine Rüstung weggrille. Oh ne, Wildschwein, geh weg. Es gibt auch mutierte Viecher. Ich weiß gar nicht, ob das Wildschwein mutiert ist oder ob die an sich so fett sind. Oi! Okay, und da hinten ist eine Schießerei. Militär und wer fetzt sich? Ja, Militär und... Okay, Militär und Banditen. Aber das Militär hat gewonnen. Die wirken aber nicht so, als hätten sie Bock auf Gesellschaft. Wir lassen die Jungs einfach mal in Ruhe. Da ist noch ein Bandit. Oh oh. Okay, gut. Piu, weggenagelt, sehr schön. Ja, das Loot-System ist halt ganz typisch Escape from Tarkov. Aber wir stecken den Kram ein, weil Loot haben ist immer nett. Charlie nehmen wir noch mit. Mal gucken, was die Jungs so haben. Ria Boy, ja. Ria Boy. Ruhe in Frieden, Bruder. Wir werden dich vergessen. Ein bisschen Scrap. Die SKS nehmen wir mal mit. Die SKS war tatsächlich in Escape from Tarkov immer so meine Lieblingswaffe. Weil die einfach einen sehr, sehr schönen Kick hat und trotzdem günstig ist und halbautomatisch. Ich habe sie tatsächlich in einigen Stalker-Mods auch sehr, sehr gerne genutzt. Im originalen Stalker ist die SKS ja leider nicht mit drin, die hat es dann nicht reingeschafft. Aber in diversen Mods ist sie drin und da nutze ich sie halt immer ganz gerne. Ist halt ein nettes halbautomatisches Gewehr. Es ist, och nee, komm. Vor allem günstig. Gar keinen Bock auf Gule gerade. Ein günstiger Spaß und doch recht zuverlässig. Und man kann mit dem Ding auch einigermaßen gut snipen und notfalls auch im Nahkampf panisches Sperrfeuer geben. Also alles in allem ist das eine ganz schöne Waffe. Ich sehe, okay, wir haben wandernde Elektroanomalien. Stalker und Metro. Während uns Khan erzählt uns im Metro, dass die Anomalien nicht per se gut oder böse sind, sondern einfach existieren und wir irgendwie damit umgehen müssen. Gut, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. So, mal schauen, welches fürchtliche Grauen uns hier unten erwarten wird. Uah! Spinne. Okay. Ist wohl eine Metro-Referenz mit den Spinnen. Man kennt sie ja noch, die Mistviecher. Ich kenne auch Leute, die gar nicht damit umgehen konnten. Also gerade nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Spinnen, die da so im Gesicht rumkrabbeln. Das war für einige Leute, die ich kannte, echt ein bisschen zu viel. Da haben die gesagt so, nö, das möchten sie nicht haben. Mistviecher. Kurz verarzten. Den hier nochmal und dann können wir auch direkt weiter.
Ich frage mich, ob die Viecher irgendeinen brauchbaren Loot dabei haben. Ich würde mich eher darauf festnageln lassen, dass es nicht so ist. Und es ist, ja, Augen und Spinnenweben, ja, gar nicht mal so nützlich. Spinnenaugen sind wirklich nicht so nützlich. Die Dinger können teilweise auf über 20 Zentimeter nichts sehen und verlassen sich auf ihren Tastsinn. Wahrscheinlich wollen sie mich deshalb hier die ganze Zeit so absolut schamlos abtasten, aber da habe ich keinen Bock drauf. Okay. Ihr seht, ne, da geht gerade echt gut Munition weg. Ah, Mist. So. Aber hier oben ist noch ein Kasten mit Medicals, ne? Es gibt immer so einzelne Stashes, die man looten kann. Der hier ist jetzt erstmal der Inbegriff einer Enttäuschung gewesen. Auch das darf es ja mal geben. Na, komm her. Oh, komm. Ich finde das tatsächlich gerade ein bisschen belastend. Muss ich einfach mal so anmerken. Das ist hier nicht schön. Das ist nicht schön. Und dafür, dass es so ein kleines Pixel-Game ist, ist es leider ziemlich stressig. Also, kleines Pixel-Game in Klammern gesetzt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ach nee, komm. Ich jag mir da jetzt eine Spritze rein gegen die scheiß Blutung. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier eine Kantine mit leider nichts Brauchbarem. Vielleicht gibt es hier noch Lebensmittel oder so, die man mitnehmen kann. Okay, die Milch können wir mitnehmen. Oh, wir haben Schleichen Game bekommen und ein Energy. Ja, nehmen wir mal beides mit. Besser als nix. So. Ne, die Spritzen geben uns immer so ein paar nette Effekte. Leider kosten sie auch was und das ist meistens Ausdauer. Beziehungsweise nicht Ausdauer, sondern die Spritzen geben uns immer kleine nette Nebeneffekte, aber sie kosten uns auch was. In dem Fall kosten sie uns Hunger und Durst. Wir verbrauchen schneller unsere Kalorien, ist ja klar, ne? Unser Körper leistet mehr und dementsprechend hat auch einen höheren Kalorienverbrauch. Okay, hier jetzt irgendwie was anderes. Das sind andere Schritte. Ich vermute mal, dass hier irgendwo Ghule chillen. Ja, da chillen Ghule. Oh, jetzt rumst es im Karton. Na. Ah, wo kommt denn die blöde Spinne jetzt her? Oh, verdammte Scheiße. Was war das denn? Oh mein Gott, ey. Was war das denn gerade? Alleine, dass ich doch am Leben bin. What the heck? What the heck, ey? Wie habe ich das überlebt gerade? Oh, toter Bruder.
Ah, cool. Ein Schlüssel zum Hauptraum des Labors. Es ist doch schön. Das heißt, es geht hier noch weiter rein. Das ist, ja, toll ist das. Das finde ich wirklich ganz toll. Ganz toll. Kurzer Kommentar von Starion aus der Zukunft. In dem Moment habe ich mir gedacht, Mann, bist du blöd, das gerade live aufzunehmen. Das überlebst du Überhaupt gar niemals. nicht beängstigend oder so. Nö. Das ist schon ganz nett hier, ne? Verdammt. Gut. Hier knallen uns mal so ein Steri-Verband rein. Ah, ich weiß gar nicht, was uns als nächstes hier erwarten wird. Okay, was ist das? Spinne? Woher? Ich mag das hier nicht. Oh nee. Oh nee, komm, ich mag das gerade nicht. Ich mag das gerade nicht. Ah, Steri-Verband, so. Keine Ahnung, ich sehe da nur ganz viele Leichen, ey. Mann, ey. Habe ich irgendwas, das ich mir reinpfeifen kann? Dann wir jetzt den hier einfach mal rein. Futter, irgendwas. Oder hier, gönn mir so eine Milch. Oh nee. Ach bitte, ey, gib mir doch einfach nur, was ich hier brauche, damit ich hier weg kann. Oh nee. Das Schlimme ist, es gibt hier keine Musik. Wenn ich. Oh mein Gott, Digga! Bruder! Oh mein Gott, Digga! Okay. Oh nee, Digga, geh weg. Oh mein Gott. Dafür brauche ich eine Pumpgun mit Slug-Munition. Oh, Digga, ich muss also kurz Luft holen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Vieh gewesen ist. Ich gehe da doch nicht wieder rein. Oh Gott, ich höre den. Oh fuck. Ja. Was los? Kommst du nicht durch die Tür, Specki, oder was? Okay. Specki ist ein bisschen zu breit für die Sicherheitstür. Big. Ja, Big ist, der Name ist Programm. Zahn war eines Bigs. Eines. Es gibt mehrere dieser Viecher. Wollt ihr mich verarschen? Ey, wenn hier noch so ein Vieh kommt, ey, bin ich raus. Den kündige ich. Den, ich bin ehrlich mit euch, ne? Noch so ein Vieh und ich bin raus. Okay. Sind das die Labordokumente, die ich brauche? Ja, sind sie. Ey, ich bin ne, nix für gut, Leute. Noch so ein Ding und Kommentar aus der Zukunft. Wer hätte ahnen können, dass ein Untergrundgeheimlabor stressig werden könnte? Nee, komm, ey, ich gehe in Rente. Nach dieser Mission gehe ich in Rente. Was zum Teufel, ey. Das war gerade ein bisschen zu viel für mich. Oder geht's hier raus? Nee, da geht's nicht raus. Wir gucken kurz, ob wir die Quest auch wirklich gerade erfüllt haben. Das Labor, ja. Ne, interessiert mich auch gar nicht der Rest. Selbst wenn hier irgendwie das Heilmittel gegen Herpes und Hodenmumps ist, interessiert mich absolut nicht. Ich will jetzt hier raus. Ich will jetzt hier einfach nur noch raus aus dem Laden, ey. Das reicht mir. Das hat mir wirklich gerade gereicht. Ich will auch keinen Loot, ne? Ich verzichte auf Loot. Brauche ich gerade nicht. Brauche ich einfach gerade nicht haben. Oh, Junge. Oh, Junge, ey. Okay. Kurz Ausdauer regenerieren. Luftabwurf interessiert mich auch einfach nicht. Ey, das will ich alles gar nicht. Ich laufe jetzt einfach runter und dann bin ich hier raus von der Map. Hauptsache diese Quest ist abgeschlossen. Ich gehe hier nicht nochmal rein. Ich kann das nicht.
Ne, ich mach das gern. Oh, komm. Natürlich chillt er jetzt ausgerechnet im Ausgang. So. Wir wollen jetzt einfach straight up in den Süden. Oh nee, ey, komm nicht. Oh nee, Autofriedhof. Da, verdammt, bitte nicht. Ja, da hatten sie die gleichen. Das meide ich jetzt einfach. Ich könnte jetzt alles noch hier nebenbei machen, diese ganzen Quests und so. Aber da bin ich einfach emotional nicht für zu haben. Ich freue mich, dass ich echt diese Quest einfach durch habe. Junge, das Ding ist, das war erschreckend, aber es lief besser als erwartet. Ganz häufig läuft es nämlich tatsächlich so ab. Oh, Maka, hilf mir doch. Verdammt, was war das denn? Ich muss dem Typen helfen. Oh, nee, Junge. Nee. Einfach laufen. Oh, nee. Das wird immer schlimmer. Ich kann euch helfen und ich kann euch wegballern. Sucht euch was aus. Oh, dein Ernst? Der Typ hat mich angeschossen und ist ausgeblutet. Ja. Und jetzt ist er an seine eigene Granate gestorben. Was ist hier los? Jo, das war nicht so geplant. So kann das manchmal ablaufen. Wir können jetzt zurück. Wir können diese Quest jetzt abgeben und uns an unserer Belohnung erfreuen. Wir tanken Hunger und Durst. Wir gehen in die Aufgaben und geben die Laborquest ab. Wir könnten uns ein nettes Scharfschützengewehr oder eine Pistole gönnen. Pistole, boah. 17er Magazin, 20er Schaden, die knallt schon gut rein. Ich glaube, ich bin auch mit der Mosin Nagant relativ zufrieden. Da möchte ich nichts dran ändern. Ich nehme die Pistole. Nehmt schon mal die nächste Quest an, die ich aber nicht mehr heute mit euch machen werde. Stattdessen verkaufen wir den ganzen unnötigen Kram, vor allem Zahn eines Bigs, ne? Keine Ahnung, ich hoffe, es ist wirklich nur der eine Big und es kommen da nicht noch mehr Bigs. Ich bin für Big Surprises heute nicht mehr zu haben. Ich denke, alles in allem können wir ein kleines Fazit aus diesem Spiel erstmal ziehen, oder? Ja, wir gehen mal ins reale Leben zurück und ziehen mal ein Fazit, wo es keine riesigen, aggressiven, mutierten Müllschlucker gibt, die mich in einem Stück verspeisen wollen. So, da sind wir wieder in der echten Welt und ich muss euch sagen, ich freue mich wieder hier zu sein, denn ehrlich, wer kam auf die unglaublich geniale Idee, verdammt nochmal, einen Playthrough zu machen, um ein Spiel vorzustellen und dabei in so ein fürchterliches Geheimlabor zu gehen? Oh, it's me. The problem is me. Ich war's. Aber ich freue mich, dass ihr das mit mir durchgestanden habt. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe das Spiel gerade, was so diesen Spooky-Faktor angeht, doch ein bisschen unterschätzt. Und unterschätzt ist hier das richtige Stichwort. Denn ich denke, dieses Spiel wird gerade wegen seiner etwas pixeligen Aufmachung tatsächlich von vielen Leuten wahrscheinlich erstmal unterschätzt werden. Und das zu Unrecht. Denn es ist ein Spiel, wo man sich richtig reinsteigern kann. Man kann da stundenlang dran sitzen, sich die Zähne an den Missionen ausbeißen und sich aber freuen wie Bolle, wenn man es schafft, eine Mission zu beenden. Dieses Spiel hat Potenzial und es ist noch in der Entwicklung, das heißt, da passiert noch eine ganze Menge. Was sind nun die Aspekte, die besonders gut gelaufen sind in diesem Spiel? Und was sind die, wo man sagen könnte, ja, das ist eine Baustelle, da müsste der Entwickler vielleicht nochmal drauf gucken. Das fassen wir mal eben zusammen. Denkt dran, das Ganze hier ist hochsubjektiv. Ihr könnt eine andere Meinung haben als ich. Wenn ihr sie habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich freue mich darauf, die zu lesen. Punkt Nummer 1. Gameplay und Waffen. Und das ist meiner Meinung nach die absolute Stärke dieses Spiels. Es ist super individuell. Man kann seinen Charakter skillen und anpassen. Man kann seine Waffen-Loadouts anpassen. Man kann sich wirklich das alles zurechtschneidern, wie man will. Und vor allem, es gibt keine Meta in dem Sinne. Alles, was funktioniert, funktioniert. Das finde ich richtig nice. Ich finde das Menü sehr handlich. Das ist sehr, sehr schön.
Man muss nicht alles ins Inventar ziehen, man muss nicht alles einzeln machen, sondern man kann wirklich direkt auf alles, was man hat, auch in den Lagerkisten, direkt zugreifen. Super Stärke. Punkt 2, Charakterentwicklung. Nun, ich habe es gerade angeschnitten, wir können unseren Charakter selbst skillen und gestalten. Das machen wir auf zweierlei Dinge. Einerseits passiv, dadurch, dass wir einfach die Skills benutzen. Andererseits aktiv, durch beispielsweise Bücher oder durch das Verteilen von Skillpunkten. Finde ich persönlich gut. Das gibt dem Spiel Replay-Value, weil man natürlich auch andere Builds mal ausprobieren kann. Punkt 3, die zufälligen Karten. Die Karten sind tatsächlich immer partiell zufällig generiert. Das heißt, die Spawnpunkte von den Gegnern und vom Loot sind unterschiedlich und auch die Gebäude und Points of Interest sind unterschiedlich auf der Karte verteilt. Das sorgt dafür, dass man nicht einfach stumpf über Karten rennt, um Dinge zu farmen, sondern dass das Ganze auch ein bisschen randomized ist. Nummer 4, die Schwierigkeit. Ich habe auf mittlerer Schwierigkeit gespielt und ich fand es gut herausfordernd. Also dieses Spiel verlangt einem ab, dass man sich da reinfuchst, dass man sich auf die Mission adäquat vorbereitet und dann rauszieht. Das finde ich persönlich schön. Nummer 5, nette Artworks. Ja, kleiner Punkt, aber ich finde, das wird einfach viel zu selten in Videospielen erwähnt. Die Artworks sind toll. Punkt. Und das letzte, die Implementierung von Sound. Ihr habt es vielleicht schon im Playthrough gemerkt, man kann nicht sehr viel sehen, aber man kann sehr viel hören. Tatsächlich hatte dieses Spiel eine brauchbare Implementierung von Sound und wenn ihr ein Headset habt, spielt es mit einem Headset. Dann bekommt ihr auch ungefähr ein Gefühl dafür, wie sich eure Umgebung verhält und wo vielleicht Gegner sind. Der Wallhack des kleinen Mannes. Alles in allem ist das hier wirklich ein netter Ersatz für Spiele wie Escape from Tarkov. Wobei ich hier ganz klar sagen muss, es ist natürlich kein gleichwertiger Ersatz für Escape from Tarkov. Es ist ein Singleplayer-Game. Das muss man wissen. Ich würde eher sagen, es ist eine Art, Appetizer, ne, um einfach Lust zu bekommen auf Escape from Tarkov oder, noch viel, viel wichtiger, um sich die Zeit zu vertreiben, bis Stalker 2 rauskommt. Nichtsdestotrotz hat dieser Appetizer auch ein paar kleine Schwachstellen, die ich an dieser Stelle einfach mal ansprechen möchte. Der erste Punkt, den ich ansprechen möchte in der Kritik, ist, das Looten ist etwas monoton. Ja, es ist natürlich schwierig, es ist ein Spiel, wo es um Looten geht und ums Exfiltrieren geht, aber nichtsdestotrotz finde ich, dass das Looten irgendwann etwas monoton wird. Umso besser, dass das Spiel darauf adäquat reagiert und einem bestimmte Gegenstände einfach passiv über die Gebäude, die man bei sich in der Base hat, zuschustert. Finde ich gut. Ein Kritikpunkt, der einfach meiner Feder immer entspringt bei sowas ist, wenn man schon seinen Bunker einrichten kann, warum sieht das Ding so leer aus? Warum kann man das Ding nicht selbst schöner machen? Ich finde, trotz der Upgrades wirken die Bunkerräume einfach spärlich und leer. Das könnte man schöner gestalten. Ich bin aber auch ein Basenbau-Fanatiker. Ich habe in Gothic meine Hütten eingerichtet. Ich habe in Valheim meine Häuser immer eingerichtet. Und ich habe das auch in Spielen gemacht, wo es teilweise keinen Sinn gemacht hat, wie in Stalker, wo es Mods für sowas gibt. Ich möchte mich einfach in meiner Unterkunft, selbst in meiner virtuellen Unterkunft, einfach ein bisschen, heimelig fühlen und das Ganze einrichten. Wäre geil, wenn das kommen könnte. Ein nicht unerheblicher Kritikpunkt ist, dass Lebensmittel useless sind. Die Lebensmittel in diesem Spiel haben keine Bedeutung. Man kann sie immer beim Barkeep kaufen. Die Dinger selbst zu craften, macht einfach gar keinen Sinn. Es macht nur Umstände. Ich sehe keinen Vorteil darin, Lebensmittel zu craften. Klar, man spart vielleicht ein bisschen Geld und so. Aber man kann auch einfach direkt Barkeep als Tankstelle nutzen. Da wäre es schön, wenn Lebensmittel vielleicht Buffs geben würden oder irgendwie weiterführende Vorteile hätten. Wo es auch Sinn macht, zu craften. Und eigentlich will ich ja gar nicht im Schwierigkeitsgrad rummeckern, aber der letzte Punkt ist das Gewichtslimit. Ich finde das Gewichtslimit gerade am Anfang echt anstrengend, weil man wirklich in dieser Phase alles looten muss. Man braucht irgendwie jeden Krümel, den man finden kann. Man kann so wenig mitnehmen. Vielleicht liegt es am Schwierigkeitsgrad, den ich gewählt habe, aber da würde ich mich freuen, wenn es auch schon im Early Game mehr Möglichkeiten gibt, mit beispielsweise Rucksäcken oder ähnlichem, das Gewichtslimit ein bisschen auszuhebeln, um sich da Vorteile zu verschaffen. Natürlich mit gerne entsprechenden Nachteilen, was Bewegungstempo angeht. Was ist Zero Sievert nun? Ich würde sagen, Zero Sievert ist ein solider Top-Down-Shooter mit einer Menge Potenzial, brauchbaren RPG-Elementen und einer Dynamik, die zu gewissen Replay-Value führt. Es ist nicht das Spiel, wo ich mich jetzt ewig lange reinklicken würde, aber ich würde es wahrscheinlich einmal durchspielen und dann auch sagen, hey, geil, Stalker 2 kommt raus, ich zock jetzt Stalker 2. Für alle, die einfach ein Spiel suchen, was sie irgendwie so nebenbei mal zocken können nach der Arbeit, zwischendurch, so 1-2 Stündchen, perfekt, holt's euch. Kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr solche Spiele mögt, wenn ihr diese Settings mögt, wenn euch genau sowas anspricht, gönnt euch einfach.
Bringt ein bisschen Frustrationstoleranz mit. Das ist so eine meiner persönlichen Baustellen. Ich lasse mich gerne von solchen Spielen mal aufregen und frustrieren. Ihr hoffentlich nicht allzu sehr. Und falls doch, lasst es mich aber in den Kommentaren wissen. Welche Spiele haben euch so richtig frustriert? Was sind die Momente, wo ihr in Spielen immer gesagt habt, boah, nee, jetzt erstmal Alt F4, ich gehe was anderes machen. Ich bin gespannt, was zusammenkommt. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Dieser Kanal hat tatsächlich einen ganz guten Start hingelegt und ich freue mich unglaublich über die Klickzahlen bei den Gothic-Videos. Gerade, dass dieses absolut nischige Thema so viele Leute abholt, macht mich unglaublich glücklich und ich freue mich natürlich auch ungemein auf das Gothic Remake. Damit wir diese Freude gemeinsam in Zukunft teilen können, würde ich mich total freuen, wenn ihr diesen Kanal ein Abo dalasst, einen Kommentar dalasst und eventuell noch einen Like gebt. Das sind Kleinigkeiten, die mich auf meinem Weg unterstützen, um diesen Kanal ein bisschen größer zu machen und all die guten Spiele aus der Vergangenheit und Gegenwart, die vielleicht ein bisschen mehr Rampenlicht verdienen, in eben jenes zu schieben. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis dahin, denkt dran, alles wird gut.